Hast du eine wichtige Prüfung in einer Woche? Keine Panik. Wenn ich du wäre, will ich heute eine Musterprüfung schreiben. Oft gibt es solche Musterprüfungen online, zum Beispiel für das B2 Goethe-Zertifikat oder den Test DAF. Wenn es sowas für deine Prüfung nicht gibt oder du schon alle bearbeitet hast, dann kannst du nach anderen Übungen schauen, die eben ungefähr den richtigen Schwierigkeitsgrad haben. Dann würde ich die Musterprüfungen oder eben die Übungen so bearbeiten, als ob ich die echte Prüfung ablegen würde. Ich würde mir genau die Zeit geben, die man eben beim Test hat. Ich würde genau die gleiche Länge von Pausen machen, natürlich nur, wenn es Pausen bei der echten Prüfung gibt. Es ist quasi ein Probelauf. Das heißt, kein Handy dabei, nichts nachschauen etc. Wenn du eine digitale Prüfung ablegst und den Schreibenteil tippen musst, dann solltest du eben tippen. Wenn du aber mit der Hand schreiben musst, dann solltest du eben mit der Hand schreiben. Wenn du aber tippst, ist es wichtig, dass du keine Hinweise angeschaltet hast. So, wo angezeigt wird, falls die Satzstruktur falsch ist. Auch die Autokorrektur muss ausgeschaltet sein. Von diesem Probelauf wirst du so viel lernen, ob Zeit ein Stressfaktor für dich ist oder ob du eigentlich genug Zeit hast und dich bei der Prüfung ein bisschen entspannen musst. Dazu merkst du auch, welche Fragen vielleicht mehr Zeit in Anspruch nehmen werden. Und so viel mehr. Das ist aber nicht das Ende. Als nächstes würde ich den Test korrigieren bzw. korrigieren lassen. Wenn ich diesen Prozess durchmache, merke ich oft, dass ich eine bestimmte Sache immer wieder falsch gemacht habe. Ich würde das alles auf einen Spickzettel schreiben, also auf ein Blatt Papier. Das könnte eine bestimmte Formel sein, das könnte bestimmte Redemittel sein, also wirklich das, was man häufiger vergisst. Auch wenn ich sage, dass du einen Spickzettel erstellen solltest, meine ich nicht, dass du spicken solltest. Was heißt aber eigentlich spicken? Spicken ist ein umgangssprachliches Verb und heißt, während einer Klausur oder Ähnlichem heimlich Notizen oder andere nicht zulässige Hilfsmittel zu benutzen. Der Zettel mit den Notizen drauf heißt dann Spickzettel. Natürlich möchte ich nicht, dass du beim Test DAF oder an der Uni spickst. Trotzdem ist es hilfreich, einen Zettel zu erstellen, der dabei hilfreich wäre. Diesen nutzt man dann, um zu lernen. So kann man den Spickzettel jeden Tag anschauen, zum Beispiel vor dem Schlafengehen. Dieser Zettel ist natürlich genau das, was du am meisten wiederholen musst. Ich würde von anderen Arten des Lernens in dieser Phase abraten. Das, was du bei der Musterprüfung bzw. bei den Übungen gut gemacht hast, musst du nicht mehr wiederholen. Das, was auf deinem Spickzettel steht, aber schon. Das Lernen sollte wirklich vor der letzten Woche passieren. Wenn man versucht, in der letzten Minute 4:4 zu lernen, dann werden die ganzen Informationen oft eher vermischt und verwechselt. Das wollen wir natürlich nicht. Statt zu lernen, würde ich deutsche Serien oder sogar Nachrichten schauen und versuchen, mich, soweit es geht, zu entspannen. In den Tagen vor einer großen Prüfung ist es wirklich wichtig, genug zu schlafen und gesund zu essen. Die Arbeit und die Vorbereitung hast du schon davor gemacht. Was findest du am wichtigsten vor einer Prüfung? Schreib mir gerne in die Kommentare. Deine Tipps können auf jeden Fall den anderen auch helfen. Und falls du noch mehr Zeit vor deiner Prüfung hast, dann können dir diese Videos bestimmt helfen. Also bis dann. Tschüss!